Hallo und einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream hier auf Mars Chroniken. Ich habe heute einen besonderen Gast eingeladen, Olivia Haider, Teilnehmerin von Mars Simulation, also Mars Simulationsteilnehmerin und ÖWF-Vorstand. ÖWF steht für Österreichisches Weltraumforum. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Olivia. Danke, dass du da bist und dich so kurz dem vor der heißen Phase der Mission sozusagen im Anfang Oktober jetzt, dir die Zeit nimmst, unsere Fragen zu beantworten und hier mit uns diese Show zu, an dieser Show teilnimmst. Danke dir. Ganz Ja, kurz sehr noch, gerne. Danke für die Einladung, Silvan. ja, sehr gerne. Ähm, also Hallo alle zusammen. Wir haben unsere Moderatoren Patrick, Roman und Martin im Chat. Also wenn ihr Fragen habt, bitte alle gerne einfach in den Chat rein und wir werden probieren, auf alles so gut wie möglich einzugehen. Seid mir nicht böse, wenn ich nicht alle Kommentare auch lese, aber die Fragen werden auf jeden Fall abgearbeitet. Und ja, so, wir haben das Feedback, Ton und Bild passt. Olivia ist auch zu hören. Sehr gut. So, also noch einmal herzlichen Dank, dass du da bist, Olivia. Vielen lieben Dank. Ich bin auf euren Artikel gestoßen, also auf einen Artikel im Future Zone gestoßen und vom ÖWF habe ich schon mal was gehört gehabt und dann habe ich mir gedacht, hey, wie cool ist das bitte, eine Mars-Simulation in Israel? Ähm, Kannst du uns einmal so ein bisschen mal zuerst was zu dir sagen und dann vielleicht auch abschweifen zum ÖWF und AMAD 20 ein bisschen was erzählen? Ja. Ja, sehr gerne. Also einen schönen guten Abend von meiner Seite auch. Also ich bin Olivia Haider, ich bin Vorstand im Österreichischen Weltraumforum und ich sitze heute in unserem Raumanzugslabor in Innsbruck und ja, freue mich da, die Fragen zu beantworten. Vielleicht ganz kurz über das Österreichische Weltraumforum. Also wir sind ein Verein, ein ganz normaler Verein, wie man in Österreich so Vereine gründet, nur dass wir unser Interesse halt im Bereich Raumfahrt haben und im Speziellen auch auf Analogforschung. Daneben machen wir aber auch noch viele Outreach and Education Aktivitäten. Also wir gehen auch in Schulen und zeigen den Jüngsten zum Beispiel, wie man Wasserraketen bastelt und damit schon einmal den ersten Funken rüberspringen lässt, dass Raumfahrt ganz cool ist und dass man da vielleicht ein bisschen Physik dazu braucht, ist Nebensache. Aber wir haben schon geschafft, dass solche Schülerinnen und Schüler dann mit 18 entscheiden, Physik studieren zu gehen, weil sie so einen Kurs bei uns besucht haben. Das findet man eigentlich schon ganz toll. Was gibt es noch über uns zu sagen? Uns gibt es jetzt schon seit ja, über 20 Jahren. Also wurde 1998 gegründet. Das ist vielleicht auch noch eine ganz interessante Geschichte. Die Gründer vom Österreichischen Weltraumforum, also 3 davon, die haben die International Space University besucht im Jahr davor. Das ist so, also ich habe sie selber auch besucht, das war 2009, ein Sommerprogramm und da lernt man wirklich in 9 Wochen alles über Weltraum, bemannte Raumfahrt, über Satellitenorbits und so weiter. Und man kann sich auch mit den Leuten aus der Szene vernetzen. Und das ist so cool, dass man danach sagt, ich will jetzt nur mal in diesem Bereich arbeiten. Mhm. Ja, und die Gründer vom ÖWF sind dann zurückgekommen von dieser ISU und haben gesehen, in Österreich gibt es irgendwie nichts. Ja, was tun wir dann? Ja, dann machen wir uns selber was. Und so ist das ÖWF gegründet worden, angefangen mit Weltraumvorträge und so weiter und so fort. Und wir haben uns dann in den 2000er Jahren Richtung Analogforschung entwickelt, dass wir gesagt haben, na, wir wollen jetzt auch richtige Forschung machen, nicht nur Vorträge. Wir sehen da Potenzial. Vor allem Österreich ist ja ein kleines Land und wie die meisten wahrscheinlich wissen, gibt es nur einen Astronauten, den Franz Viehböck, der dann heuer schon das 30-jährige Jubiläum feiert, wo er im Weltall war. Und sonst ist ja im Bereich astronautische Raumfahrt nicht so viel los in Österreich. Und wir haben uns gedacht, das ist eine gute Nische. Analogmissionen, da muss ich jetzt nicht Raumfahrt-Hardware bauen, sondern ich kann das Ganze eben auf der Erde simulieren. Mhm. Und heuer im Oktober geht es eben nach Israel. Das wird unsere 13. Mission sein. Und ja, für einen Monat sozusagen werden wir in dieses Land gehen und im Prinzip so tun,
als wären Menschen am Mars und würden dort Forschung machen. Also im Prinzip Mhm. alles durchführen, was Menschen auch am Mars machen würden, mit dem Fokus eben auf wissenschaftliche Experimente und auf Entdeckung von Lebensspuren. Es ist so unsere Nische, in der wir forschen und natürlich auch anschließend das Ganze wissenschaftlich verarbeiten und publizieren werden. Mhm. Du hast es schon erwähnt, das ist bereits die 13. Mission, die Ja, 13. derartige Mission, weil der Roman hat gerade im Chat geschrieben, das ÖWF hat doch ziemlich viel Erfahrung in der Analog-Astronautforschung, also ist das doch nicht das erste Mal, dass eine Mars-Simulation stattfindet. Also eben viel Erfahrung und du hast mir im Vorgespräch jetzt erzählt, eine der ersten Mars-Simulationen war ja mit der Mars Society und ja, du hast Robert Zubrin gesehen live. ja, Er ist ja für viele von uns in dieser Community so einer der Mitbegründer und äh, der Idee, den Mars zu besiedeln, oder zumindest hat er es sehr nach vorne gebracht. Kannst du uns vielleicht ja. dazu ein bisschen was erzählen? Wie Ja, erlebt ja, das? also der Robert Zuprin, Bob Zuprin ist wirklich, also er ist eine Ikone von der Maus Society und er macht es auch richtig gut, um den Maus zu pushen. Also man sieht es in der USA mit seiner Organisation, die sind wirklich top drauf. Die gehen auch zu den Abgeordneten hin und pushen für Mars. Ich meine, sie haben in Utah die Mars Desert Research Station aufgebaut. Das ist, wo wir auch waren. 2006 haben wir eine ich sag mal, All-Austrian Crew gehabt, die Austromaus-Mission. Da haben wir auch in ganz Österreich nach Analog-Astronauten und Astronautinnen gesucht und selektiert. Mhm. Und das war auch so der Zündstein, die Missionen zu machen. Und ja, Bob Sovereign habe ich jetzt, glaube ich, einmal in den USA getroffen, weil ich selber auf einer Mars Society Convention war. Und dann 2018 es gibt auch immer europäische Mars-Konferenzen in der Schweiz. Und ja, also er ist wirklich, also er steht hinter dem Ziel, wir müssen zum Mars. Das Mhm. ist der nächste große Schritt sozusagen. Lasst den Mond in Ruhe, da waren wir schon. Oder nehmt den Mond her, damit man dann zum Mars geht. Aber wir müssen zum Mars, da gibt es so viel zu erforschen. Ja, vielleicht hat es mal Leben gegeben, vielleicht auch nicht, aber wir müssen schauen, dass wir wegkommen vom Erdorbit. Wir sind jetzt sehr lange im Erdorbit mit der Internationalen Raumstation. Das ist auch wichtig und gut, was hier geforscht wird, aber es darf nicht entweder oder sein, sondern im Prinzip müssen wir eigentlich beides machen. Raumstation ja, für Langzeitstudien wird sehr viel Wichtiges geforscht und herausgefunden, aber wir müssen auch zu anderen Planeten gehen, weil eben die große Frage im Raum steht, hat das Leben auf anderen planetaren Objekten geschafft, sich zu entwickeln? Und der Mars wäre ein guter Kandidat, um hier mal nachzuschauen. Weil wenn man sich überlegt, der Mars hatte über Millionen von Jahren Wasser. Er hat sogar länger Wasser gehabt, als was es gedauert hat, Leben auf der Erde zu entwickeln. Er hat es halt dann verloren, aufgrund der Bedingungen, dass eben kein rotierender Kern ist, dass der Sonnenwind die Atmosphäre weggetragen hat und ist dann halt trocken geworden. Aber wer weiß, wenn da so viel Wasser war, ob da nicht irgendwas sich entwickelt hat und wenn wir dorthin fahren und nachschauen, ob wir nicht irgendwelche Spuren finden könnten. Das kann auch nur ein Mhm. winziges Stück von einem Bakterium sein, aber ich denke, für die Menschheit ist es schon wichtig zu wissen, dass wir nicht allein sind in dem Universum. Und wer mal, weiß nicht, mein Lieblingsfilm ist ja Contact mit Jodie Foster. Ich meine, das Buch ist Mhm. natürlich auch super, aber der Film ist wirklich toll. Und wer die Szene halt kennt, irgendwie, wo sie dann zum Schluss sagt, ich weiß nicht, es ist eine riesige Verschwendung, wenn wir die Einzigen hier im Universum wären, die halt so intelligentes Leben entwickelt haben. Ja, Ja? ja. Das wollte ich gerade sagen. Also ich bin ja auch ein Riesenfan davon oder von der Idee zu sagen, hey, wir müssen unbedingt auf den Mars. Einerseits natürlich, um dort zu forschen und zu sehen, hey, was ist unsere Geschichte, was ist die Geschichte unseres Universums. Was würde es bedeuten, wenn wir jetzt nicht unbedingt Leben, aber Spuren von Leben auf dem Mars finden würden? Wenn wir jetzt irgendwelche fossilen Bakterien finden würden oder von mir aus noch größere Organismen. Was würde das für uns Menschen bedeuten? Was würde das auslösen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also ich kann jetzt nicht für die ganzen Menschen, wenn wir für die ganze Menschheit sprechen, aber für mich persönlich, das wäre halt irgendwie so die Bestätigung, dass ja, wir sind nicht allein und ich bin überzeugt davon, dass es irgendwo im Universum auch intelligentes Leben gibt. Und wenn wir es am Mars finden, heißt es, dass es wirklich viel häufiger vorkommt, als was wir uns das vielleicht vorstellen. Ja. Also ich glaube, das ist entweder ein Booster für die Menschheit, einfach noch weiter rauszuschwärmen, Mhm. oder es kann natürlich auch ins Gegenteil gehen und sagt, na, wir müssen uns schützen vor allem Möglichen. Aber ich bin eher jemand, der sagt, na, das wäre so cool, wenn wir wirklich da Spuren finden können. Dann kann man wirklich auch weiter schauen, wo es vielleicht noch Möglichkeiten gibt. Also allein im Sonnensystem gibt es ja mehrere, also Planeten oder Monde, wo man nachschauen könnte. Also Mars ist ein guter Kandidat, aber auch die Monde um Saturn und Jupiter wie Europa mit dem Eispanzer, wo ja drunter Wasser ist, oder Enceladus, wo auch immer diese Geysire heißes Wasser in den Weltraum rausstreuen. Da kann es durchaus sein, dass sich da was entwickelt hat. Und man braucht ja nicht immer jetzt Sauerstoff für Leben, sagen wir mal so. Ja. Ja. Ich habe letztens auf Arte eine unglaublich coole Doku gesehen über die Venus, weil auf der Venus herrschen ja höllische Temperaturen auf der Oberfläche, aber in den höheren Lagen, so auf 50 Kilometer Höhe, hast du ja nicht genau gleiche Bedingungen, aber 1 Bar Luftdruck und 20 bis 30 Grad Celsius. Also das ist dann recht erträglich für Menschen, wenn da nicht die Schwefelsäurewolken wären, die dich auflösen würden. Aber wir haben ja auf der Erde auch Mikroorganismen gefunden, die in Schwefelsäurebädern leben und sich dort wunderbar wohlfühlen. Also, Ja. und dann gibt es so Zeichnungen in den Wolken, wo einige Forscher darauf schließen, hey, das könnte, das könnten Spuren von Leben sein, die einfach sich zurückgezogen hat in die höheren Lagen der Venusatmosphäre, weil es unerträglich ist auf der Oberfläche. Also ich denke mal, dass wir, äh, wenn wir irgendwo Leben finden, dann können wir davon ausgehen, dass wir Leben finden werden, wo wir es nicht erwarten. Äh, weil das Universum bietet einfach so viele Möglichkeiten. So, Ja. ich schweife ab. Ihr habt ja richtig viele coole, richtig viele und sehr coole Instrumente und Experimente mit in Israel jetzt, in der Negev-Wüste ist es dann, für alle, die Ja. sich gewundert haben. Kannst du uns vielleicht zuerst mal sagen, was ist dein Lieblingsprojekt Projekt oder dein Lieblingsexperiment oder was, wo bist du persönlich sehr angebunden, sagen wir so? Ja, also ich habe ja die meisten Experimente auch schon selber gesehen oder am Rande mitbekommen, weil bevor wir dann die Mission durchführen, gibt es immer sogenannte Dress Rehearsals, wo Prozeduren gelernt werden. Also im Prinzip, wie bedient man ein Experiment? Da gibt es Procedures, das ist alles sehr streng aufgelistet, was man wann machen muss, wie das ausschaut, und das muss man trainieren, damit auch die Analogastronauten und Analogastronautinnen das korrekt durchführen. Deswegen habe ich einige von den Experimenten schon selber gesehen. Mhm. Was ich ziemlich cool finde, ist das MEROP-Experiment. Das ist aus Portugal. So, jetzt muss ich gerade auf meinen Spickzettel schauen, weil alle Institute weiß ich jetzt auch nicht auswendig. University of Lisbon? Ja, genau. Und die haben ein Rover-Interface, ziemlich cooles Rover-Interface entwickelt, im Prinzip so mit einem Force-Feedback-Joystick. Also man hat da so einen Joystick in der Hand, wo man spürt, wie der Rover fährt. Also man muss den Rover selber steuern über dieses Interface, und man hat auch die Kameras vom Rover werden gestreamt, aber eben das zusätzliche Element ist eben das Force Feedback, und da wird eben dran geforscht, ob das dann einfacher zum Steuern geht, dass man auch besser spürt, welches Gelände ist, geht es steil aufwärts, geht es runter, ist vielleicht der Boden uneben, und das finde ich eigentlich ein ziemlich spannendes Experiment, weil in der Form habe ich das jetzt bis jetzt noch nicht gesehen gehabt, Mhm. weil also Rover-Experimente gibt es immer viele. Mhm. Die meisten sind halt straightforward, entweder wird der Rover autonom gesteuert oder halt ja, von irgendjemandem gesteuert, aber eben mit diesem Force-Feedback ist es recht spannend, muss ich sagen. Bin ich schon sehr gespannt dann auf die Ergebnisse. Ich auch, bin echt da gespannt. Und
hier Mars-Chroniken. Die Idee ist ja, den Mars zu besiedeln und ich hab mich bis jetzt hauptsächlich auf den Transport dorthin fokussiert in meinen Ausgaben und in den Livestreams ging es halt sehr viel darum, um Raketensysteme, die uns zum Mars bringen sollen, unter anderem. Aber es haben auch sehr viele Leute danach gefragt, hey, mach mal bitte was zu Habitaten und zu Lebenserhaltungssystemen, wie wir dann wirklich auf dem Mars leben werden und ob es da schon Konzepte gibt. Und ihr habt ja, wie das der Roman schon im Chat geschrieben hat, bereits sehr viel Erfahrung. Wie hat sich aus deiner Sicht jetzt das Verständnis für Habitate geändert oder was für Know-how habt ihr in den vergangenen 13 oder 12, 13 Jahren jetzt sammeln können bezüglich Habitate und mit dem Zusammenleben der Menschen auf engem Raum über längere Zeit? Also die Habitate ist kein zentraler Forschungsobjekt bei uns jetzt, muss ich sagen, sondern wir gehen normalerweise in Gegenden, wo eben Habitate vorhanden sind. Also wir suchen uns Gastländer, die uns einladen, um dort was zu nutzen. In Israel wird es so sein, dass wir hier das Habitat von DIMAS und der israelischen Space Agency verwenden, das für diese Zwecke gebaut ist und auch wenig Platz hat. Wo wir aber stärker beteiligt sind, ist an Forschungen über also das Zwischenmenschliche, also die Gruppendynamik und so weiter. Wie läuft es, wenn Menschen auf engen Raum zusammenwohnen? Und da gibt es immer wieder sehr interessante Ergebnisse, auch hinsichtlich, also ich greife jetzt eins raus, weil ich es einfach spannend gefunden habe. Es wurde die Dynamik von den Leuten am Mars untersucht, aber auch im Verhältnis zu den Leuten auf der Erde. Also wir haben ja ein sogenanntes Mission Support Center, das die Feldcrew oder die Astronauten am Mars unterstützt. Also weil gewisse Dinge, wenn irgendwas kaputt wird, dann hat man als Astronaut jetzt nicht die Zeit, sich da stundenlang zu überlegen, wie man das repariert, sondern gibt es Profis dafür, können da das ausprobieren und so weiter. Und hier wurde einfach untersucht, wie diese Dynamik ist und ob es da ein Us versus Them, also im Prinzip ist es so ein ihr versus, also die versus die anderen entstanden, weil eben die Gruppe am Mars hält zusammen und die Gruppe auf der Erde hält zusammen. Und manchmal versteht man sich halt nicht da, weil es ist alles textbasierend, weil unsere Missionen sind alle zeitverzögert. Das heißt, man kann nur über Textchat miteinander kommunizieren. Und da kann es natürlich zu Missverständnissen kommen. Und da war in einer Mission auch dieses ihr versus die anderen Gefühl spürbar. Und das ist natürlich schlecht, weil im Prinzip müssen sich die Astronauten am Mars auf die Leute auf der Erde verlassen und umgekehrt. Und das ist dann natürlich blöd, wenn sich da so, ja, die wissen eh nicht, was wir tun und die haben kein Verständnis, warum haben sie das jetzt wieder so geplant, obwohl wir das anders wollten und hin und her. Also solche Themen kommen da auf. Und aus dem hat man natürlich gelernt. Und das war 2018, wo ich selber mit dabei war im Oman, war das überhaupt nicht mehr so spürbar. Da haben wir viel Training gemacht, die Kommunikation verbessert, dass auch die Personen, die den Chat bedienen, einfach exakter schreiben, aber auch immer wieder, wie soll ich sagen, das Hashtag Compassion reinfließen lassen. Also wirklich das Zwischenmenschliche auch in der Textkommunikation rüberkommt. Es darf auch einmal wie soll man sagen, ein Schmäh rüberkommen, aber es muss klar sein, dass der verstanden wird. Also eben, aber eben, die Sachen sind einfach irrsinnig wichtig, um einfach zwischenmenschlich gut miteinander arbeiten zu können. Ja, Ja, ich glaube, wir kennen das alle, wenn man irgendwem auf WhatsApp irgendetwas schreibt und nicht das richtige Emoji dabei ist, kann das auch mal ganz in den falschen Hals geraten. ja. Also absolut verständlich, dass es ein großes Thema ist, vor allem wenn man nur erstens diese Verzögerung hat und zweitens dann auch nur schriftlich, kann ich mir vorstellen, dass es dann einfach so mehrere Handicaps sind, die das Kommunizieren unglaublich erschweren. Deswegen muss man da schon, glaube ich, ein bisschen ein Spezialist in der Kommunikation werden, damit man für sowas gut geeignet ist. Aber wir haben eine Frage vielleicht, die vom Kanalmitglied Flacher Mars. Wie generiert ihr eure Energie in der Marsstation und wie würdet ihr das auf dem Mars umsetzen? Okay.
Okay, das ist natürlich bei uns sehr schnöde. Wir haben Generatoren herumstehen, die den Strom produzieren. Also im Oman waren es halt Benzin- oder Dieselgeneratoren, also bitte nicht festnageln, was es jetzt genau war. Sowas würde man am Maus nicht haben. Also am Maus würde man wahrscheinlich einerseits über Sonnenkollektoren beziehungsweise andererseits über RTG, diese radiothermonuklearen Reaktoren wahrscheinlich das generieren, weil also das haben ja zum Beispiel auch die Rover an Bord. Also der Perseverance und der Curiosity, die sind zu groß, um mit Solarenergie betrieben zu werden. Also die haben so einen kleinen radioaktiven Reaktor, also RTG heißt es in der Fachsprache. Ich muss dazu schicken, mein Hintergrund kommt nicht aus der Physik, deswegen bitte entschuldigt, wenn ich nicht alles ganz korrekt mache, sondern ich habe einen Background im IT-Bereich. Ja. Ja. Man muss auch nicht alles können. Also das ist ja auch Ja. genau ein bisschen die Philosophie von meinem Kanal. Ich als Normalo, der auch nichts mit Raumfahrt gemacht hat eigentlich. Und man muss auch nicht unbedingt Physikprofessor an der Uni sein, um ein bisschen Spaß an der Raumfahrt zu haben und sich dafür begeistern zu können. Und auch genug, also obwohl ich das jetzt nicht studiert habe, habe ich das Gefühl, dass so wie ich die Raumfahrt wahrnehme, verstehe ich genug davon, dass es mir viel Spaß macht und dadurch, dass ich es verstehe, kann ich es auch anderen Leuten näher bringen und die haben dann auch einen Spaß daran. Deswegen freue ich mich, wenn man einfach auch gemeinsam aufs neue Sachen draufkommt und neue Sachen lernt. Und du hast es gerade angesprochen, zum äh, die Patrick, unser äh, Moderator und Kanalmitglied auch, fragt, warum textbasierte Kommunikation und keine Sprachnachricht? Weil das habe ich mir nämlich auch schon gefragt. Ja, im Prinzip ist es ja so, wir haben ja eine Zeitverzögerung eingebaut. Also Mhm. durchschnittlich dauert ein Signal von der Erde zum Mars 10 Minuten. Also es kann je nachdem Konstellation, ob der Mars und die Erde weit oder nah beieinander sind, kann es ja bis zu 20 Minuten in eine Richtung dauern. Mhm. Und für die Simulation ist es dann nicht wichtig, dass man jetzt verschiedene Zeiträume simuliert, sondern dass man überhaupt eine Zeitverzögerung simuliert. Und jetzt ist halt die Frage, wie kommuniziert man, wenn man jetzt, man kann natürlich ein Video aufnehmen und sagen, ja, da, macht das und das sind die Procedures, schickt mal Video, landet es bei der Crew am Maus und dann müssen sie das Video anschauen und dann müssen sie wieder was aufnehmen und wieder zurückschicken. Und das ist in der Form eher ineffizient, weil man auch kein direktes Feedback hat. Deswegen ist hier textbasierende Kommunikation effizienter, weil ich auch jederzeit was schreiben kann. Also das ist ja im Fluss. Also es ist ja so, es ist jetzt was zu tun. Ja, Experiment so und so wird jetzt gestartet. Bitte sagt uns, wann ihr startet und schreibt dann folgt diesen Protokollen. Das wird das MSI dann schicken. Und dann kann man währenddessen auch weitere andere Sachen übermitteln. Und das ist effizienter, als wenn man direkt, also wenn man immer Videos aufnehmen würde und dann immer abwartet. Und es braucht auch weniger Bandbreite. Das darf man auch nicht vergessen, weil Maus und Erde müssen ja auch in der richtigen Richtung stehen und muss schauen, dass es, wie soll man sagen, die planetenweites Netzwerk gibt, wo man auch senden kann. Also ich glaube, inzwischen sind wir schon so weit am Mars, dass es jederzeit möglich ist, Daten zu transferieren. Und auf der Erde sowieso, weil wir ja ein globales Netzwerk haben. Aber eben, es braucht auch Bandbreite. Und hier ist einfach textbasierende Kommunikation effizienter. Okay, ich glaube, hoffentlich hat das deine Frage beantwortet. Ähm, Patrick, auch Kanalmitglied Martin fragt, wie viel privates Zeug darf man mitnehmen? So Fotos etc. Mehr als die 1,5 Kilo, die man zu ISS mitnehmen darf, ergänzt Roman. Naja, bei unseren Missionen schon. Also man muss sich vorstellen, wir bleiben ja auf der Erde und wir schauen schon, dass man möglichst nah an den Dingen dran ist, die man am Mars hat. Aber unsere Container, die jetzt nach Israel unterwegs sind, das waren 2 Schiffscontainer, diese riesen Trümmer, die wahrscheinlich jeder von euch kennt, voll gefüllt mit Material. Da ist auch persönliches Gepäck drinnen. Im Prinzip muss ja auch seine Kleidung mitnehmen. Man wird wahrscheinlich ein paar Fotos, die wird man wahrscheinlich auf seinem Computer mit haben, aber ein paar persönliche Gegenstände, um einfach auch seinen Schlafplatz ein bisschen heimeliger zu gestalten, sind hier erlaubt. Also es gibt da jetzt kein fixes Limit.
Bei der ISS ist es was anderes, weil die natürlich mit den Raketen starten, die einfach nicht so viel Nutzlast haben. Die können jetzt keinen riesen Container beladen und hochschicken, Mhm. sondern die haben einfach relativ wenig Gepäck. Also, ja. Okay. Das heißt, jetzt noch eher mehr als dann, wenn man tatsächlich zum Mars fliegt. Und das kommt dann wahrscheinlich auch das Startsystem an, also wie viel Nutzlast noch Platz mitgenommen werden kann. Vielleicht ein bisschen so ein Themenwechsel. Roman fragt, ist schon ein bisschen länger her die Frage, ähm, aber mal so frei rausgefragt, das ÖWF ist doch im Prinzip die österreichische NASA, oder? Nein, das ÖWF ist nicht die österreichische NASA. Also wir sind ein Verein. Wir sind nicht, wie soll man sagen, nicht von österreichischen Staat oder irgendwas finanziert. Der sagt, bitte macht ihr Raumfahrt für Österreich. Dafür gibt es die FFG beziehungsweise das BMFIT, also im Technologie, Verkehrsministerium, jetzt auch Umweltministerium, sind die Weltraumagenten angesiedelt. Und die Forschungsförderung Gesellschaft hat da hier auch einen Unterbereich, den ALR für Raumfahrt, und die machen, das ist die österreichische NASA sozusagen, weil die sind vernetzt mit der ESA, die nehmen an diesen Meetings teil, die schauen auch, also die sind auch zuständig für die Beitragszahlungen von der ESA, und das kommt ja wieder retour über Aufträge in österreichische Industrie und so weiter. Ja. Mhm. Und ihr habt ja auch einiges. Aber Ja, sorry. da will ich vielleicht kurz dazu sagen, es ist ja so, das offizielle Österreich nimmt an gewissen ESA-Programmen teil. Da gibt es gewisse Pflichtprogramme und es gibt optionale Programme. Und das astronautische Raumfahrtprogramm ist ein optionales Programm, und da nimmt Österreich ja nicht teil. Deswegen ist es auch für unseren Bereich, wo wir in dem Bereich forschen, auch schwierig, Gelder von Österreich zu bekommen, weil eben das nicht im Fokus ist vom offiziellen Österreich. Es wurde jetzt auch eine neue Weltraumstrategie herausgegeben, die ist jetzt im Parlament gelandet, und wenn man sich die anschaut, wird man da auch nichts zu diesem Thema finden, was wir sehr schade finden, also ich persönlich auch schade finde, weil auch ein kleines Land wie Österreich hat hier die Möglichkeit, gute, wirklich exzellente Forschung zu betreiben. Also gerade das, was wir machen, es gibt insgesamt nur 4 bis 5 Forschungsinstitutionen oder Gruppen, die in dem Bereich diese hochklassige Forschung machen. Also es beginnt sich jetzt zu etablieren, dass immer mehr und mehr Gruppen Analogforschung machen, aber ich glaube, da sind wir wirklich, also ohne jetzt eingebildet zu klingen, sind wir doch schon exzellent, weil es ist jetzt die 13. Mission, was wir machen. Wir haben da irrsinnig viel Erfahrung. Wir haben immer ganz tolle Experimente von den verschiedensten Institutionen, und es ist immer hoch begehrtes Wissen, was wir da rausbringen aus diesen Missionen, auch in der Community. Also da sind wir schon sehr, sehr gut dran. Ja. Ja, also das habe ich dir auch im Vorgespräch gesagt, ich bin ein Riesenfan davon, dass es euch gibt und dass ihr das macht. Ich bin richtig begeistert. Ähm, gut, ähm, ich habe hier noch, sorry, wenn ich da ein bisschen herumspringe, so gedanklich, aber die Fragen kommen halt so rein. Ähm, Jetzt noch vorhin zum Rover. Hat Roman noch gefragt, ist dann das Ziel, einen Rover von einer Station in der Mars-Umlaufbahn zu steuern? Von der Mars-Umlaufbahn, habe ich das jetzt richtig Ja, verstanden? genau. Also, weil ich glaube, wegen dem Joystick, von dem du geredet Okay. hast, ich glaube, Na, Onofre, die Idee ist schon, dass also der Rover ist am Planeten Mars und mhm, die Astronauten wären ja auch am Planeten in ihrem Habitat. Aber man wird jetzt nicht immer zuerst mit dem Raumanzug schnell anziehen und raushüpfen und erforschen, sondern man muss ja ein bisschen das Terrain erkunden. Wie schaut denn das aus? Gibt es da irgendwelche gefährlichen Stellen? Und deswegen wird man zuerst einen Rover hinschicken. Wahrscheinlich wird man zuerst sogar eine Drohne hinschicken, und die wird einmal erkunden. Das kommt dann zurück, dann würde man mit dem Rover hinfahren, der wird dann das erkunden, vielleicht sogar Proben sammeln, und dann würde man entscheiden, ob man dann auch mit Menschen hingeht, um zum Beispiel geologische Experimente durchzuführen oder genauere Proben zu nehmen. mhm, Also man wird jetzt nicht immer sofort
den Menschen hinschicken, sondern über verschiedene, ja, also Roboter. Also wir sagen auch immer diese Human Robotic not Interfaces, aber dieser Zusammenspiel. Also wir haben da auch in dem Bereich forschen wir nennen das Exploration Cascade, wo wir, also das ist so ein Algorithmus, der definieren kann, welches Experiment oder Gerät schicke ich wann an welcher Stelle, um das möglichst effizient zu machen. Also die Daten, die gesammelt werden, also von dieser Drohne, sagen wir mal, die fliegt das erst hin, die kommen dann zurück, die kommen dann zur Erde, werden von den Wissenschaftlern analysiert, dann kommen die Flugplaner, die machen den gesamten Plan, was so die Menschen am Mars dann durchführen. Das ist auch auf der Internationalen Raumstation so. Also die haben ja diesen Plan, also das ist nicht selbstbestimmt, was sie machen, sondern da gibt es Timeslots und die würden dann entscheiden, okay, jetzt kommt der Rover, der fährt jetzt auch dorthin, nimmt die Proben, das kommt wieder zurück, das schaut sie euch an, vielleicht die Proben unter dem Mikroskop, ob das spannend klingt und dann würde man entscheiden, ob man dann zum Beispiel ein EVA macht und dorthin geht. Aber Und warum? das halt möglichst effizient zu machen, weil man ja eigentlich aus ist, Lebensspuren zu suchen. Weil wenn man sich die Bilder vom Mars jetzt anschaut, das ist eben diese große, weite Wüste und wo soll man da jetzt anfangen, Proben zu nehmen oder genauer zu untersuchen? Also das auch für Astronauten, die in Geologie ausgebildet sind, wird es schwierig. Wobei da erzähle ich dann wieder gerne die Geschichte von Apollo mit dem Harrison Schmitt, Apollo 17. Der war ja der erste, wie soll man sagen, das war Geologe am Mond. Und er hat auch das meiste Material vom Mond mitgenommen und er hat auch das interessanteste Material mitgenommen. Man hat zwar alle Apollo-Astronauten trainiert, aber einen echten Wissenschaftler hinzuschicken, der weiß dann genau, welchen Stein er nehmen muss und welchen nicht. Und das macht auch den Unterschied aus, warum man Menschen hinschicken sollte und nicht Roboter. Die können natürlich mit ihren Algorithmen, sie ist super programmiert. Ich meine, das, was die Rover am Mars machen, das ist gewaltig. Also gerade eben wieder hat der Perseverance ein Loch in einen Stein gebohrt und diese Proben gesammelt und die sollen ja irgendwann zurück zur Erde transportiert werden. Aber es braucht irrsinnig viel Zeit, um zu entscheiden, wo bohre ich jetzt dieses Loch und ein Mensch würde das, was der Rover in einem Monat macht, wahrscheinlich in einer Stunde entscheiden können. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Ja. Und warum schicke ich nicht gleich die Astronauten raus? Ist es, kann man nicht einfach reinhüpfen in einen Anzug und einmal schnell schauen gehen? Blöd Also ich kann gefragt. nur von unserer Erfahrung berichten. Also wir haben ja zwei Raumanzüge entwickelt. Man sieht es vielleicht hinten am Bild. Das sind diese AUDA-Raumanzug-Simulatoren. Und es ist im Prinzip ein kleines Raumschiff zum Anziehen. Also ich habe alles, was ich brauche, um auf einem Planeten zu überleben. Es ist eben eigenes Lebenserhaltungssystem. Ich kann was trinken, ich kann aufs Klo gehen. Naja, kann man später noch drauf. Ja. Sorry, dass ich einhake. Ich muss ja kurz ein. Du hast, ihr habt das entwickelt, also der Ja, ÖWF hat diese Anzüge ja, entwickelt. Das ja. möchte ich nochmal festhalten. Diese Anzüge kommen aus Österreich und du bist an der Entwicklung quasi beteiligt gewesen, so wie ich das richtig verstanden habe. Ja, Ist doch bin geil. beteiligt gewesen, genau. Ja, also es ist, ich meine, das Ding wiegt jetzt 50 Kilo. Das ist jetzt nicht gerade wenig. Es hat eben einen eigenen Computer an Bord und so weiter. Und man zieht jetzt nicht einfach den Raumanzug an, dieses Stück Stoff, sondern da sind Prozeduren dahinter. Da gibt es ja mal zuerst eine Unterwäsche, die man anzieht. Dann ziehen wir ein Exoskelett an, um diesen Druck zu simulieren. Also echte Raumanzüge oder wie soll man sagen, Raumanzüge, die Weltraum approved sind, werden druckbeaufschlagt. Also man muss ja überleben in so einem Raumanzug. Dazu braucht es eben eine Atmosphäre und die muss man sich selber halt mitnehmen. Und nachdem wir das auf der Erde nicht brauchen, simulieren wir diesen Druck mit einem sogenannten Exoskelett, das man anzieht und eben behindert beim zum Beispiel allein die Finger abbiegen. Das sind so eine Art Gummizüge, die ich mit einer gewissen Spannung festmachen kann. Und damit fällt mir das Arbeiten schwerer bei den Fingern, aber bei den Armbeugen, bei den Kniebeugen. Und es ist sehr, sehr anstrengend. Und dann zum Schluss wird halt eben das Oberteil, es ist ein zweiteiliger Anzug, das Oberteil angezogen und verknüpft und der Helm. Und es dauert normalerweise, wenn wir schnell sind, 2 Stunden. Also es ist nicht so,
es wird natürlich verbessert werden, keine Frage. Also wir forschen auch schon in dem Bereich, dass man sagt, ja, das Modell mit Anziehen über den Kopf ist vielleicht jetzt nicht gerade das Idealste, sondern diese sogenannten Rear-Entry-Anzüge, wie es auch die russischen Orlan-Raumanzüge haben, dass man von hinten in den Raumanzug einsteigt und dann zumacht und die vielleicht am Habitat angedockt sind, sodass man auch nie den Staub reinbringt. In der Richtung wollen wir ja auch mehr Forschung betreiben. Ja, aber es zeigt einfach, dass das, was oft in Filmen dargestellt wird, dass die Leute lustig den Raumanzug anziehen, mal raushüpfen und viel Forschung betreiben und dann sind sie am nächsten Tag auch wieder bereit, das zu machen. Das wird sich so nicht spielen. Das ist irrsinnig anstrengend, so einen Raumanzug zu tragen. Man sieht es auch, wenn man bei der Raumstation zuschaut, was die für eine EVAs haben. Da kommen andere Faktoren dazu. Die müssen ein Pre-Briefing machen, um das Stickstoffsäftigung runterzubringen. Und ja, also die machen sporadisch dann die Raumanzüge, EVAs, wenn es halt notwendig ist. Also ja, ich meine, es wird sicher was tun in der Entwicklung, aber man sollte das nicht ganz außer Acht lassen, dass es vielleicht sich eher wie ein Marathonlauf anfühlt, wenn man 2 Stunden auf dem Mars spazieren geht, wie die deutsche Übersetzung von so einem EVA, Extravehicular Activity heißt. Also Spaziergang ist vielleicht eher das falsche Wort. Und warum will man diesen Staub nicht im Habitat haben? Der Staub auf der Erde ist nicht so schlimm, aber Ja, also Staub auf dem Mars ist natürlich erstens, das ist alles sehr toxisch, weil natürlich mit der Sonnenstrahlung das ähm, ist nicht ganz gesund, sagen wir mal so, ohne das jetzt näher ausführen. Und zweitens, dieser Staub setzt sich überall fest. Also ich weiß, im Oman, wir hatten auch Sandstürme und trotz Filtersysteme im Anzug, dieser Staub ist überall. Das war im Anzug drinnen, überall und der kriegt man praktisch nicht mehr raus und der kann natürlich auch Beschädigungen bei den elektrischen Systemen hervorrufen. Deswegen ist es eigentlich ja, nicht gern, also der Staub ist der natürliche Feind eines Astronauten, hätten wir jetzt mal gesagt, ja, in dem Bereich, ja. Ja, das war jetzt bei den Apollo-Missionen jetzt nicht so dramatisch, 2, 3 Tage in der Kapsel mit ein bisschen Staub eingesperrt sein, aber wenn du dann monatelang in diesem Habitat bist und ständig diesen scharfen Staub einatmest, kann das auch zu internen Verletzungen kommen und nach einfach die Lungen aufreiben. Also falls jemand von euch irgendwann auf den Mars will, atmet den Staub nicht ein. Aber da ist eine sehr gute Frage zu diesem Punkt. FCOgradion 48 fragt, simuliert ihr auch Notsituationen wie Stromausfälle oder weil du gemeint hast, ihr hattet jetzt einen Sandsturm oder so etwas, da diese ja auch extra belastend sind für die Crew? Ja, also wir simulieren Notsituationen. Also es gibt sogenannte simulierten Unfälle, dass man sagt, ein Astronaut, Astronautin hat einen Unfall gehabt und ist verletzt. Was tut man dann? Da hatten wir sogar eigene Experimente, die so ein Notfallzelt aufbauen haben können. Also sowas gibt es auch. Es wird auch simuliert, dass man sagt, man hat jetzt auf Loss of Communication. Wobei das braucht man nicht simulieren, das hat man schon immer wieder, wenn man von der Basis zu dem Ort geht, wo man das Experiment durchführt, dann fährt man mit so einem sogenannten Quadbike und unsere Kommunikation ist ja über WLAN basierend, also Wi-Fi-Communication 5,1 Gigahertz und wir müssen ja überall diese Antennen dann aufstellen, um Kommunikation zu haben und das wird bei gewissen Reichweiten, stellen wir es nicht überall auf, sondern man weiß, okay, von dem Punkt bis zu dem Punkt gibt es halt keine Kommunikation, weil jetzt kein Wi-Fi-Router aufgestellt ist. Ja. Ja, und wird das auf dem Mars dann genauso funktionieren, indem man einfach Router und Antennen aufstellt? Kann man dann, oder reicht es, wenn diese Router quasi in die Anzüge eingebaut sind und die Astronautinnen einfach so miteinander quatschen können?
Ja, aber man braucht trotzdem eine Möglichkeit, das Signal zu übertragen. Also Mhm. es muss ja die ganzen Daten müssen ja zur Basisstation übertragen werden. Und wie mache ich das? Ich kann es Mhm. natürlich zum Satelliten hochschicken und dann von der Basis abholen, aber habe ich immer einen Satelliten im Umlauf? Mhm. Also unsere Methode ist es jetzt im Moment über WLAN-Kommunikation zu machen, weil ich einfach da mehr Daten übertragen kann. Ich kann natürlich auch mit normalen PCR-Funkgeräten arbeiten. Ja, aber die haben halt auch eine gewisse Reichweite. Und da Mhm. kann ich nicht so viele Daten übertragen wie eben über Wi-Fi-Kommunikation. Ja. Mhm. Ich habe hier noch eine Frage, wäre vielleicht schön als Abschlussfrage, aber wir sind da lange noch nicht so weit. FC Ogradion 48 fragt wieder, kann sich Olivia vorstellen, auf einer zukünftigen Mars-Mission dabei zu sein? Also wirklich auf den Mars zu fliegen? Ja, Traum ist natürlich schon, dass man sagt, man kann auf den Mars zu fliegen. Also ich gehe davon aus, dass sie es schaffen werden, in den Weltraum zu fliegen und die Erde mal von oben zu sehen. Realistischerweise werde ich nicht zum Mars fliegen. Dazu habe ich die falsche Ausbildung, das falsche Alter und die falsche Nationalität. Also so realistisch muss man schon sein. Mhm. Aber ich weiß, dass das, was wir im ÖWF machen, ein Stückchen beigetragen hat, dass eben Menschen zum Mars fliegen werden und dort einfach auch gute Forschung machen werden. Und dann kann ich sagen, hey, ein bisschen davon ist eben ein rot-weiß-rotes Stückchen, das wir beigetragen haben, um das zu ermöglichen. Ja. Sehr cool, sehr cool. Also wenn man sagen würde, hey Olivia, es ist noch ein Plätzchen frei für eine ITlerin, hätte man noch gebraucht, für 3 Jahre wärst du motiviert. Ja, Ja, motiviert wäre ich. Also ich würde mir es halt ganz genau anschauen. Was ist denn das für eine Mission? ja, Also jetzt in Starship, in das erste, was abhebt, würde ich jetzt nicht unbedingt einsteigen wollen. ja. Oder in eine One-Way-Mission da wäre ich auch nicht dabei. Mm, Also das würde ich nicht machen. Ja, schauen wir mal. ja. Ich glaube, bei One Way wäre ich auch nicht unbedingt dabei am Anfang. Vielleicht, wenn ich dann so ganz alt und greis bin, dass ich sage, okay, meine letzten 2, 3 Jahre gehe ich halt auf den Mars. So. ähm, Darth Z fragt, als Simulationsteilnehmerin würde da eine Möglichkeit bestehen, bei einer SpaceX Mars-Mission dabei zu sein? Ja, also wir sind halt, wie so gesagt, wir machen Analogmissionen. Wir machen jetzt, also unser Training ist sehr nah an dem dran, was Astronauten machen. Aber wir sind keine, also wir bilden keine Astronauten aus, die zur ISS fliegen. Das muss man ganz klar dazu sagen. Das ÖWF ist auch ein freiwilliger Verein. Also im Prinzip, wir sind ja offen für Leute, die sich interessieren, zum Mitmachen. Also man kann bei uns Mitglied werden, man kann sagen, ich interessiere mich für ein Projekt und ich kann auch bei Mars-Simulationen mitmachen. Also das ist ganz ein klarer Weg. Wenn man Interesse hat, gibt es so verschiedene Bereiche, wo man mitarbeiten kann. Also gibt es normalerweise Kurse, die wir machen, also ein Analog Mission Basic Training heißt es bei uns, wo man die Prozeduren lernt. Zuerst wird man im Mission Support Center mitarbeiten, weil da auch viele Leute benötigt werden. Ich kenne beide Seiten, also ich war viel im Mission Support Center, ich werde auch im Oktober wieder im Mission Support Center sein und werde da im Mediacom-Bereich arbeiten und schauen, dass diese Informationen nach außen getragen werden, dass man auch über Social Media das breit streut, was wir machen. Da gibt es eben aber auch andere Rollen, zum Beispiel die Flugplaner, die einfach definieren, welche Experimente wann stattfinden, wann ist welcher Astronaut, Astronautin im Anzug und so weiter und so fort. Und das ist ja alles geplant. Wie schaut die Traverse zu dem Ort aus, was die Wissenschaftler ausgesucht haben, wo man Experiment machen muss. Dann gibt es natürlich auch noch die also Flight Control Room, wie man es klassisch kennt, vielleicht auch von den Filmen aus den Apollo-Missionen oder jetzt vom ISS Control Center. Da gibt es einen Flugdirektor, da gibt es dann Leute, also Capcom heißt ja der mit den Astronauten redet, bei uns heißt es Earthcom, ja, weil wir eben verschiedene Planeten sind. Also gibt es verschiedene Positionen und da kann man Erfahrung sammeln und Feldcrew ist natürlich schon sehr speziell, also da muss man wieder eigene Ausbildungen machen, da braucht es auch eine Spezialisierung, es braucht Leute, die machen IT, es macht Leute, die machen Wissenschaft, es gibt dann
klarerweise die Analogastronauten und Astronautinnen, die sind noch einmal speziell ausgebildet, aber die sind auch alle freiwillig dabei. Also es bekommt keiner, der jetzt da bei der Mission dabei ist, im Oktober irgendwas bezahlt. Also die nehmen Urlaub und wir machen das freiwillig, weil wir das so spannend finden und ja, das unser Forschungsbereich ist. Man kann, also es ist schwierig zu beschreiben, also es ist einfach ein eigenes Gefühl, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Du hast wirklich diesen Team Spirit und du weißt, jeder ist überzeugt von dem Thema, dass Menschen zum Mars fliegen und dort diese Missionen durchführen. Und wir möchten einfach auch beitragen, das zu ermöglichen. Und das ist unsere Möglichkeit, da was beizutragen. Echt cool, also bewundernswert und ja, das ist echt bewundernswert, dass ihr dann quasi jeder dann noch einen anderen Job auch noch hat und dann sich aber dann trotzdem für so etwas Großes dann auch noch einsetzt. Für gewöhnlich haben halt Leute so ein Hobby, so keine Ahnung, äh, irgendwas Entspanntes machen, wo man das Gehirn abschalten kann, aber das ist halt ganz was anderes. Das ist ja fast schon eine Art Extremsport, würde ich mal sagen. Äh, äh, Naja, aber man kann es ja vergleichen. Es gibt ja zum Beispiel auch die Astronomen, also die Hobby-Freizeitastronomen, so ist der offizielle Ausdruck, die einfach auch Nächte verbringen mit ihrem Teleskop oder tolle Fotos machen. Also es gibt einfach verschiedenste Interessen und es ist auch vergleichbar mit dem, ob ich jetzt einen Spitzensport mache und da meine ganze Freizeit investiere oder halt in dem Thema. Also es ist, genau. ich finde Raumfahrt spannend und ich habe auch mit 16 mein Teleskop bekommen und habe den Saturn mit den Ringen das erste Mal gesehen. Das ist einfach, das ist unvergesslich, so ein Augenblick. Und dann möchte man schon schauen, dass man dorthin fliegen kann. Also ja, und einfach schauen, was gibt es sonst noch und sind wir die Einzigen da und was kann ich von einem anderen Planeten lernen. Ich meine, wir wissen zum Beispiel, die Venus hat ja einen irrsinnigen Treibhauseffekt. Also über die Venus haben wir eigentlich erfahren, was CO2 bewirken kann auf der Erde. Und also man lernt einfach irrsinnig viel und also ich finde, der Mensch soll nicht da, wie soll man sagen, in seiner Wiege da bleiben, sondern ich glaube, der Mensch ist einfach neugierig und möchte forschen und ja, wieso sollte man nicht unsere Nachbarn in unserem Sonnensystem da mal besuchen und Mhm. Hallo sagen, jetzt so Absolut, salopp gesagt. da bin ich voll dabei. Also oft ist ja das Argument so, warum investiert ihr eure Zeit in Raumfahrt, in die Besiedlung anderer Planeten? Warum geht da so viel Know-how und kluge Köpfe und Geld wird da reingesteckt und Zeit wird reingesteckt? Warum kümmern wir uns nicht um unser Problem jetzt mit der Erderwärmung? Also das ist kein, ich glaube schon an die Erderwärmung, es ist ein gewaltiges Problem, das wir gerade haben, aber das ist halt so immer dieses Argument gegen die Raumfahrt. Wir haben eh so viele Probleme auf der Erde. Warum machen wir Raumfahrt? Warum denken wir überhaupt daran, einen anderen Planeten zu besiedeln, bevor wir es nicht geschafft haben, hier auf der Erde alles richtig zu machen? Aber ich denke mal, dass viele der Technologien, die entwickelt werden, dass es uns auf dem Mars gut geht, werden ja auch dazu beitragen, dass wir vielleicht die Erde besser verstehen und auf die Erde besser aufpassen können. Weil wenn wir den Mars transformieren können, also wie heißt es nochmal, äh, Terraforming. terraformen können, dann können wir im Umkehrschluss das Gleiche auf der Erde ja auch mehr oder weniger machen. Und das machen wir ja auch. Aber wir müssen halt viel mehr darüber lernen und ja, ich denke mal, deswegen ist es halt auch sehr wichtig, sowas zu machen. Naja, aber es schließt sich ja nicht aus. Also wir wissen, dass der Klimawandel ist da. Wir haben unsere Erdbeobachtungssatelliten, wir forschen viel dran. Aber man darf eins nicht vergessen, wenn wir die Reise zu anderen Planeten machen, dann muss man das extrem nachhaltig betreiben. Mhm. Und im Prinzip, ich muss ja alles mitnehmen, was ich dort brauche. Es ist ja, also
ganz klar, die beste Möglichkeit zu lernen, mit wenig Ressourcen kann ich gut auskommen. Es ist ja zum Beispiel allein auf der Internationalen Raumstation, da wird ja der Urin recycelt. Also ich war ja selber bei der NASA in diesem P-Lab, wie sie das nennen. Das war im Rahmen, wo ich die International Space University gemacht, und die haben uns das gezeigt, welche Apparaturen das sind, wie man das macht, um eben möglichst mit den Ressourcen gut auszukommen und aushalten. Und das ist ja etwas, was wir auf der Erde auch machen wollen, wenn wir den Planeten nicht ausbeuten wollen, dass man nachhaltiger lebt und nicht alle Ressourcen vergeudet, sondern das auch wiederverwertet. Und da kann man einfach auch irrsinnig profitieren von den ersten Menschen, die am Mars sind, weil die einfach nachhaltig sein werden. Das geht auch gar nicht anders, weil diese Ressourcen, die sie brauchen, gibt es einfach ganz wenige vor Ort. Also es gibt ein paar Sachen, die man machen kann. Das ist eben Treibstoff gewinnen über den Sabatier-Prozess. Und man kann natürlich auch den Sauerstoff aus der Atmosphäre gewinnen mit Recyceln. Es ist zum Beispiel auch etwas, was der Perseverance Rover mit dem MOXIE-Experiment macht, das zu machen. Und auch, glaube ich, den Sabatier-Prozess hat er auch schon angefangen. Aber diese Konzepte gibt es schon lange. Das ist auch etwas, was der Robert Zubrin ja sehr propagiert, das auszuprobieren und ja, also diese Ressourcen auch zu nutzen. Aber ja, ich muss das Wasser mitnehmen, ich muss mein Essen mitnehmen, also es gibt es einfach nicht dort. Ich werde zwar Gewächshäuser anbauen, aber das dauert halt alles, bis das dann einmal so weit ist, dass man davon, ja, leben wird man nicht können, aber halt zumindest am Anfang ein paar frische Sachen dazu bekommt. Ja. Genau, da ist eine passende Frage dazu vom flacher Mars. Wie sieht es mit dem Proviant aus? Wird gebrauchtes Wasser wieder aufbereitet? Vielleicht auch Urin? Also, Ja. du hast es jetzt teilweise Das schon wird sicher beantwortet. wieder aufbereitet, ja. Ja. Und Essen wird man einfach alles mitnehmen müssen, bis man. Das wird man mitnehmen müssen. Das ist halt alles gefriergetrocknet, also im Prinzip, wie man es auch kennt von der Raumstation. Da tut man Wasser dazu und dann hat man eine Mahlzeit sozusagen. Ja. Und alles, was halt 2 Jahre haltbar ist, ja. Da gibt es zum Beispiel auch eigene Gruppen, die dran forschen. Also die High Seas Gruppe auf Hawaii, die hat viel Fokus gehabt auf Nahrung. Wie man da halt was zubereiten kann, weil das ist natürlich auch etwas, was dann irgendwann einmal auf die Nerven geht, wenn du schon wieder das aufgewärmte irgendwas, das nach nichts schmeckt, essen musst sozusagen. Und deswegen ist es ja wichtig, diese zusätzlichen Gewächshäuser zu haben. Und da gibt es ja wirklich tolle Konzepte. Da haben wir im Oman auch was dabei gehabt, das innerhalb von 20 Tagen hat Sprossen gemacht, wir haben dann einen frischen Salat gehabt. Also das war schon ein besonderes Gefühl, so frischen Salat mal zu essen, neben den ganzen, ja, eben nicht frischen Sachen, was wir zur Verfügung gehabt haben. Ja. Ja, da gibt es auch noch zwei passende Fragen. Wie ist es mit der Strahlung, wenn wir dort leben wollen? Bekommen wir das technisch schon hin? Und ich glaube, ich finde die Frage jetzt nicht mehr, ich weiß leider nicht, von wem das war. Die Frage ist jetzt von Terrania. Aber da war auch mit, ob das die Pflanzen überleben. Also wenn ich Pflanzen anbaue, ob die Strahlung auf dem Ja. Mars die Pflanzen nicht killt. Ich meine, der Boden killt die Pflanzen auf jeden Fall, aber die Strahlung und für Menschen. Ja, vor der Strahlung muss man schon schützen. Also der Mars hat eine kleine Atmosphäre, aber das reicht nicht aus. Also die Konzepte gehen dorthin, dass man entweder macht man Habitat, wo man zum Beispiel dann auch Mars Sand über das Habitat drüber gibt oder am Mond vor allem oder eben Schichten drüber gibt, um einfach nicht direkt der Strahlung ausgesetzt zu sein. Oder andere Konzepte, dass man direkt gleich in eine Höhle, einen Lava-Tube sozusagen geht und dort das Habitat aufbaut. Da gibt es übrigens eine super Documentary von National Geographic. Die haben so ein Dokudrama gemacht über die erste Marslandung und die ist extrem empfehlenswert. So, ich werde es schnell googeln, dann kann ich das gleich sagen, wie das richtig heißt, und das kann ich empfehlen. Und die haben dann immer, also sie haben was Science-Fiction-mäßig gedreht und dann aber immer wieder die aktuellen Erkenntnisse einfließen lassen. Ja, Mars heißt es eigentlich.
gibt es 2 Staffeln von National Geographic. Ja. Ja, das habe ich gesehen. Das habe ich geschaut. Das ist richtig gut, ja. Das ist echt gut. Ähm, da, da, Jetzt da, überlege ich gerade. da ist ja auch eine passende Frage. Ist es, Ja. Sebastian Freund, bei aller Euphorie, es scheint, dass die Strahlung auf dem Mars nur Leben im Bunker zulassen würde. Ist ein dauerhaftes Leben, in Klammer abseits von Forschung, unter der Erde oder der Marse wirklich erstrebenswert? Ähm, also werden wir nur unterm Marsboden leben müssen? Werden wir nur in den Habitaten sein? Oder können wir auch rausgehen hin und wieder? Ja, rausgehen kann man schon, aber halt nur mit einem Raumanzug. Das Mhm. darf man nicht vergessen. Also Mhm. es hängt einfach davon ab, wie lange Mhm. man einen Aufenthalt am Mars hat. Also die gängigen Szenarien sind, dass man fliegt hin die 8 Monate, dann bleibt man 1,5 Jahre dort und dann fliegt man wieder 8 Monate zurück. Und eben auf dem Mars und während der Strecke ist man natürlich Strahlung ausgesetzt. Das darf man nicht vergessen. Deswegen wird man auch eher Astronauten, die wie soll man sagen, es werden jetzt nicht die 20-Jährigen hinfliegen, sondern eher die um die 50-Jährigen, die einfach auch, wo die Zellenteilung, also wir sagen Zellalterung, schon positiv beeinflusst, dass man nicht irgendwas entwickelt, sozusagen. Ach Ähm, ja, so. Also das macht ja viel Sinn. ja, Wenn man älter wird, ist die Zellteilung langsamer. ja. Das ist ja richtig. Danke, Ramona, für den Superchat. Danke, danke. Oder für den Supersticker. Ähm, so. Also ja, richtig. Aber daran habe ich noch nie gedacht, dass es von Vorteil sein kann, wenn man einen langsameren Metabolismus, eine langsamere Zellteilung hat. Hätte ich nicht gedacht. Aber macht viel Sinn, ja. Macht viel Sinn. Aber jetzt muss ich mal was herzeigen, wenn ich schon was vorbereitet habe. Ja, Also bitte. ein Stückchen Mars, fangen wir mal mit dem an. Also man muss jetzt nicht zum Mars fliegen, um Mars-Gestein zu sehen, sondern es gibt auch Meteoriten, die auf der Erde landen. Und das ist jetzt zum Beispiel, was jetzt, erkennt man es halbwegs, sein Stückchen Mars-Meteorit. Also das ist ein echtes Gestein vom Mars, ein kleines, feines. Auch wie cool. Wie seid Ja, ihr zu und da dem gibt es ein gekommen? paar davon auf der Erde, ja, die bei uns dann landen. Richtig cool. Wie seid ihr zu dem gekommen? Ja, das kann man käuflich erwerben, sagen wir mal so. Okay. Ja, Sehr cool. also ja. Und weil ich ja vom Raumanzug gesprochen habe, ich habe auch also wir haben so Mhm. Demo-Handschuhe, zumindest die Raumanzüge selber sind jetzt schon auf dem Weg nach Israel, weil sonst hätte ich natürlich die herzeigen können, weil die sind normalerweise nebenan. Hm. Aber eben, wir haben so auch Trainingshandschuhe Können wir mal und reinschauen? also ja, genau. Also da ist normalerweise jetzt, also wäre ein Ring drauf, damit man es anschließen kann, aber das ist jetzt wirklich nur zum Trainieren. Das ist so ein Panox-Kevlar-Gemisch, das Aluminium bedampft ist. Also man sieht es vielleicht, dass es so silbrig glitzert. Mhm. Das ist, um möglichst viel Material abzuhalten, weil man will ja nicht viel Material mitnehmen. Man will ja auch nicht, wenn man Lebensspuren findet, und dann die Mikroskop untersucht und dann sieht, ich habe DNA gefunden. Und dann schaut man sich das an, ja, die schaut verdammt menschlich aus. Also nicht, dass man dann selber schuld ist, Ja. eine Probe kontaminiert zu haben. Und anziehen tut man es normalerweise in 3 Schichten. Also es gibt da so eine normale Unterschicht, also so einen normalen Baumwollhandschuh. Mhm. So, dann gibt es, es ist eine Demo, das ist eine vereinfachte Version von dem Exoskelett. Also man sieht, hier werden so Gummizüge drauf. Und mit dem kann man dann den Widerstand einstellen. Wenn man da dann zieht dran, also das einfach fest zieht, nachher tue ich einfach viel schwerer, um den Finger zu Mhm. bewegen. Und dann würde man erst in den Handschuh rein. So, man Mhm. sieht man da vielleicht schon eine Besonderheit. Wir haben da so Grips, so Plastikelemente drauf, weil es ist, also mit diesen 3 Schichten, es ist irrsinnig schwierig, da überhaupt ein Gefühl zu entwickeln. Also man ist ja echt feinmotorisch ganz, ganz schwierig. Also wenn ein kleiner Schrauben runterfällt, ist es irrsinnig schwierig, sowas aufzuheben. Deswegen Mhm. müssen unsere Analogastronauten auch
ganz viel trainieren damit, um einfach da ein gutes Gefühl in die Handschuhe zu kriegen. Auch bei den Experimenten, die wir machen, wird oft unterschätzt, wie schwierig das ist, einen Computer zu bedienen. Das macht man normalerweise über Stifte, aber allein so einen Stift zu halten, also ich probiere es jetzt einmal. Ja, fühlt sich schon irgendwie schwierig an. Also ich glaube, ich kann jetzt auch nicht wirklich gut schreiben damit. Also natürlich schade, das kommt jetzt über die Webcam nicht so gut rüber, als wenn man mal selber reinschliffen könnte, aber ja. Ja, ich glaube, man merkt schon, dass es sehr klobig ist. Und wie viel wiegt so ein Handschuh mit allem drum und dran jetzt? Ja, der wiegt jetzt nicht viel. Also Okay. das sind halt, ja, also wahrscheinlich das Schwerste werden diese Anschlüsse sein, weil die aus Metall sind. Was wird der wiegen? Vielleicht 1 Kilo, wenn jetzt, also mit dem Anschluss halt, aber das ist, glaube ich, vernachlässigbar zum Rest. Ja. Okay, ja. Roman, noch eine bisschen zurückliegendere Frage, fragt, wie kam es, dass der ÖWF sich auf die Maß-Analog-Forschung spezialisiert hat? Ich glaube, das hast du schon ein bisschen beantwortet, weil es einfach... Ja, genau. Also im Prinzip der Schlüsselerlebnis war die Austromaus-Mission in 2006, wo wir in Utah bei der Mars Society waren, also diese Mars Desert Research Station. Also wir haben dort eine All-Austrian-Mission gemacht, auch mit Experimenten hin und her. Und wir haben gesehen, dass das eine Nische ist, wo viel Potenzial vorhanden ist. Also das hat damals die Mars Society gemacht und sonst, glaube ich, praktisch keiner. Und die Raumanzüge, die sie dort gehabt haben, die waren halt ja mehr oder weniger, ich möchte es nicht, sie waren simpel gehalten. Also man hat schon versucht, diese Restriktionen einzubauen, aber das war bei weitem nicht das, was wir haben. Und das war auch der Grund, warum wir dann die Raumanzugssimulatoren entwickelt haben, weil wir wollten einfach daher mehr Realismus reinbringen in solche Simulationen. Ja. Ich glaube, da auch recht gut dazu passend. Inwiefern greifen andere Raumfahrtagenturen auf euer Know-how zurück, fragt Roman. Ja, das ist ganz einfach. Also wenn man wissenschaftlich arbeitet, wird man wissenschaftlich publizieren. Wir gehen auf Konferenzen und präsentieren die Ergebnisse. Wir werden auch eingeladen, direkt bei gewissen Gruppen diese Ergebnisse zu präsentieren. Es gibt bei uns auch, also alle wissenschaftlichen Daten werden in einem sogenannten Science Data Archive gesammelt. Das heißt, man kann auch nachher, wenn man eine Forschungsfrage hat, nachher auf die Daten zugreifen und mit diesen Daten arbeiten und selber wieder Publikationen draus machen. Und es wird wirklich über alle Missionen, die wir haben, werden diese Daten gesammelt. Also im Prinzip da ist ein Riesenschatz da verborgen, weil es gibt Forschungsfragen, die wir uns noch nicht gestellt haben. Die kommen vielleicht noch und schauen vielleicht gerade zu, irgendjemand, der in dem Bereich was forschen möchte. Also es gibt da Möglichkeit, auf unsere Daten dazuzugreifen und die für Forschungszwecke zu verwenden. Also wenn jetzt jemand da zuschaut, wie könnte man dann jetzt tatsächlich zugreifen auf irgendein Know-how, wenn man da gerade etwas baut? Ja, mit uns in Kontakt treten. Also es gibt einen Link von der Webseite, ein bisschen versteckt auf das Mission Data Science Archive, wo man einen Überblick kriegt, was für eine Art von Daten sind vorhanden. Und wenn man da hier ein konkretes Projekt hat, einfach mit uns in Kontakt treten. Ja. Sehr cool. Also wer Know-how braucht, ans ÖWF wenden. Frage von Martin. Was haltet ihr von der Entwicklung des Biosuits von Frau Professor Deva Newman? Kann der mal funktionieren? Ja, das ist ein bisschen umstritten. Also das Konzept ist natürlich wahnsinnig toll, weil damit die ganzen Gewichtsfragen wegfallen, weil im Prinzip ich ziehe was an, das ist einfach hauteng, es darf halt wirklich keine einzige Luftpore zwischen dem Anzug und meiner Haut sein. Und also die Konzepte sind wirklich sehr toll. Man muss das jetzt ja wirklich, man muss das halt umsetzen. Es ist technologisch, glaube ich, nicht ganz so einfach, sowas zu machen. Und da muss man auch bedenken, dass Menschen nicht immer das gleiche Gewicht, den gleichen Umfang haben, vor allem wenn am Mars bist oder wenn man von der Reise von der Erde zum Mars wird man natürlich Gewicht verlieren, weil man schwerelos ist und nicht mehr Muskelmasse verlieren sozusagen. Und der Anzug muss sich dann halt immer anpassen. Also ideal wäre es schon, also jetzt rein vom Bewegungskonzept, weil im Prinzip habe ich dann das ganze Drama mit dem Druckbeaufschlagung nicht, wo ich dagegen arbeiten muss. Ja, also
muss man weiter forschen, um das Realität werden zu lassen. Vielleicht für diejenigen, die nicht mit dem Anzug von Frau Newman vertraut sind. Du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, es gibt halt zwei Herangehensweisen, wie man so einen Anzug bauen kann. Das magst du uns vielleicht mal noch mal kurz für die Zuschauer, die die Arbeit von Frau Newman nicht kennen, ein bisschen die beiden vergleichen. Ja, genau. Also die Frau Newman, die hat eben einen Anzug gebaut, der so eng ist, also den zieht man an wie eine zweite Haut. Und damit gibt es keine Luft zwischen Haut und Anzug. Und das Problem, was wir haben, ist, dass, damit der Körper funktioniert, muss er eine Atmosphäre haben. Aber also am Mars gibt es eine Atmosphäre, aber in der kann ich ja nicht atmen. Die hat auch viel weniger Druck wie bei uns. Und deswegen muss ich normalerweise eine Atmosphäre in meinen Raumanzug aufbauen. Und wenn ich so eine Atmosphäre habe, die hat einen gewissen Druck, es ist eh nicht ein Bar, sondern weniger, damit man nicht so viel dagegen arbeiten muss, dann habe ich halt draußen 0,01 Bar jetzt Hausnummer und innen halt, sagen wir jetzt, 1 Bar. Und damit muss ich dagegen arbeiten, so wie wenn ich einen Luftballon umbiegen möchte, dann muss ich dagegen arbeiten. Und das macht das Ganze ermüdend. Und das Konzept von der Frau Newman ist eben, dass sie den Anzug so eng konstruiert, dass eben kein Platz oder keine Luft Platz hat. Und damit brauche ich diese Druckbeaufschlagung einfach nicht. Ja. Mhm, danke. Und die Anschlussfrage dazu. Ähm, Hast du dich dieses Jahr bei der ESA beworben, Olivia? Fragt Roman. Ah, ja, ich hätte mich gern beworben, aber die Voraussetzungen waren mindestens ein Master Degree. Mhm. Und wenn man die Grundvoraussetzungen nicht erfüllt, dann braucht man sich nicht bewerben, weil die werden einfach aussortiert. Mhm. Also das ist mir klar. Und in so kurzer Zeit einen Degree zu machen, ist jetzt auch nicht gerade einfach. Deswegen hab ich mich nicht beworben. Ja. Ja. Aber ich denke, also ich bin inzwischen in dem Alter, wo ich auch nicht mehr unbedingt Astronautin werden muss. Ich denke, dass es mit Bezos oder mit Virgin Galactic die Möglichkeit geben wird, dass wir in 10 Jahren vielleicht sogar einen teuren Urlaub uns leisten können und zumindest einmal suborbital fliegen und das, ja, oder halt dann auch auf die Raumstation. Also das wird sich entwickeln. Das hat jetzt lange gebraucht, bis sie so weit sind, weil man hat ja gesagt, dass sie vor 10 Jahren das schon machen, Mhm. aber das ist heuer richtig gut abgegangen. Mhm. Und da ist Potenzial dahinter für den ganzen Tourismus. Also das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube sogar, dass es über den Erdorbit hinausgeht und sobald Starship in Betrieb geht, dass wir größere Gruppen, so ein, zwei Dutzend Leute zum Mond schicken können. Einfach mal einmal um den Mond, ein paar Mal um den Mond fliegen oder auf eine Mondbasis und dann wieder zurück. Und das sind halt jetzt keine monatelangen Reisen, sondern das sind 2, 3 Wochen, 4 Wochen, die man im Weltraum verbringt. Und das ist auch gesundheitsmäßig jetzt nicht so bedenklich, ein paar Wochen im Weltraum zu sein, als jetzt zum Mars zu fliegen. Und du kannst auch in Realtime, in Echtzeit kommunizieren mit der Erde. Also das hat, sobald Massage operativ wird, glaube ich, werden noch mehr Möglichkeiten offen sein. Aber Ja. am Anfang wird es schwer werden, Leute zu finden, die damit fliegen wollen. Obwohl Yusaku Maezawa ja jetzt den ersten Flug schon gebucht hat zum Mond. Aber ja, wir Ja, werden ja, sehen. es gibt immer ein paar, die an erster Stelle dabei sind. Also ich sehe es so ähnlich wie zum Beispiel die Reisen in die Antarktis. Also die Antarktis kann man vergleichen. Ja, also vor ein paar Jahrzehnten ja, hat es nicht einmal eine Station gegeben. Es war ja alles, da wollte keiner hin, da kann man ja nicht gescheit leben, hin und her. Und jetzt gibt es diese Forschungsstationen dort. So wird es auch am Mond in ein paar Jahrzehnte ausschauen. Und es gibt aber jetzt schon laufend Tourismus-Expeditionen in die Antarktis. Also, und das wird sich auch für den Mond dann so entwickeln. Also es ist ich sehe es ein bisschen so parallel. Also das, wie es in der Antarktis sich entwickelt hat, wird es wahrscheinlich dann für den Mond auch werden. Bei Mars wird es noch länger dauern, weil er einfach zu weit weg ist. Ja. Mhm. Ähm, Kurze Frage von Starman. Fragt, wie lange es dauern solche Simulationen? Dieses Mal circa 4 Wochen?
Genau, also insgesamt sind es 4 Wochen, wobei die erste Woche, sagen wir immer, das ist eine Bridgehead-Phase. Da wird noch Sachen hergerichtet, da werden auch Medienteams eingeladen, die uns begleiten können, die auch schöne Dokumentationen machen, damit wir einen guten Outreach haben. Das heißt, da ist jetzt noch nicht so ganz die Simulation gestartet, es werden aber schon Experimente durchgeführt. Und am Mission Start Day, der ist dann am 11. Oktober, beginnt dann die Simulation. Das heißt, vom 11. Oktober bis zum 31. Oktober sind dann keine anderen Leute mehr zugelassen. Und das ist rein wissenschaftlicher Betrieb sozusagen. Und das ist auch Isolation Protocol in Kraft. Das heißt, die Analog-Astronauten und Astronautinnen dürfen dann nicht mehr in Echtzeit kommunizieren, wenn man in Sim ist. Also bei uns ist es immer so, wir haben immer einen Zeitpunkt, wo wir sagen, wir gehen jetzt in Simulation. Also es ist jetzt nicht so, dass es 24 Stunden in Simulation ist, sondern von einem Entschuldigung, gewissen Zeitpunkt bis zum Ende des Simulationstags ist man in Sim. Und da ist es dann ganz striktes Protokoll. Und nachher ist es lockerer. Das heißt, man kann auch direkt dann mit dem Mission Support Center kommunizieren. Es ist nicht mehr 10 Minuten Zeit verzögert, weil in dem Bereich ist es nicht wichtig, dass die Zeitverzögerung aufrechterhalten wird. Also das ist, also man muss jetzt nicht zum Teufel komm raus alles so simulieren, wie es am Mars ist. Das bringt für die wissenschaftliche Arbeit jetzt einfach nichts. Wichtig ist, dass in die Zeiten, wo wir halt wissenschaftlich arbeiten, das einfach auch korrekt gemacht wird. Ja. Why Neptune fragt, was ist die meist unterschätzte Komponente für die mentale Gesundheit der teilnehmenden Personen einer Mission? Da müsste ich meine Kollegin von Human Factors fragen. Also ich denke, gewisse Komponenten, man muss halt widerstandsfähig sein, also Resilience, was man jetzt so schön sagt, ist natürlich etwas, das sehr hilfreich ist. Man muss ein Teamplayer sein, also muss gut mit anderen Menschen können. Eine Portion Humor schadet auch nicht. Und man muss halt auch über, wie soll man sagen, Kleinigkeiten hinwegschauen können. So eine Mission kann nicht perfekt funktionieren. Da gehen Sachen kaputt, da passiert irgendwas, was nicht vorhergesehen ist. Und wenn man sich über solche Dinge aufregt, dann ist man wahrscheinlich nicht an der richtigen Position. Ja, und ich denke auch, also früher hat man ja Astronauten selektiert, die haben ja müssen ganz klare Alpha-Tiere sein und ja, also dominant und so weiter. Und von dem sind wir inzwischen schon weit entfernt. Also da geht es viel mehr um Teamzusammensetzung, Teamgeist. Man muss wirklich Teamplayer sein, man muss gut miteinander arbeiten können, aber man muss sich auch an Regeln halten können. Ja. Es gibt einfach klare Guidelines und wenn der Field Commander sagt, so und so ist es, dann wird es auch so gemacht und man kann jetzt nicht drüber diskutieren, weil in Gefahrensituationen muss man auch sozusagen diese Ketten einhalten können, ja. Ja, jetzt 2 Fragen, also weil du es gerade angesprochen hast, gibt es eine Hierarchie? Gibt es wie militärisch, dass es einen Kommandanten gibt? Weil man kennt das immer aus den Filmen und aus Raumfahrt. Es gibt halt immer den Kommandanten, den Piloten und den Lieutenant oder wen auch immer. Gibt es das bei euch auch? Also für die Missionen gibt es klare Hierarchien. Also es gibt im Feld den Field Commander und es gibt im Mission Support Center den Flight Director. Und das sind natürlich die Personen, die die schlussendlichen Entscheidungen treffen. Aber es ist nicht ganz so streng organisiert, wie man sich jetzt das beim Militär vorstellen kann. Aber es gibt eben Prozeduren und Abläufe, die sind trainiert und die werden eingehalten. Ja. Okay. So, glaubt ihr, dass es jemals Kinder geben wird, die auf dem Mars geboren wurden? Fragt Starman, Elias. Also in Zukunft, ich glaube schon. Also, was sagst du? Ja, also wenn wir zuerst müssen wir mal zum Mars kommen. Also es wird sicher noch dauern. Also, aber wenn man sag mal, etabliert eine Basis am Mars, dauerhaft, dann wird es auch Kinder geben. Ist mir noch eingefallen, das wollte ich vorhin erwähnen, wie du die Auswahl der Astronauten erwähnt hast. Das merkt man ja jetzt schon, wenn man diese Videos von der Internationalen Raumstation sieht. Diese Leute, die dort sind, das sind nicht diese klassischen
Alpha und Ding, sondern das sind liebe, nette, freundliche, kluge Menschen einfach, die gut miteinander können, weil wenn man diesen Astronauten noch bei Interviews oder Gesprächen zuhört, es dürfte ja auch einen ziemlich besonderen Geruch haben, sage ich jetzt mal, auf der ISS, weil da seit Jahren nicht wirklich frische Luft reinkommen kann. Und das sind halt auch Menschen, die haben auch, die riechen halt auch, die haben auch Körperausdünstungen und so. Und ich glaube, mit sowas muss man auch umgehen können, weil das Ja, klingt jetzt aus unserer Sicht banal, weil wir haben frische Luft, so viel wir wollen. Aber wenn du in einem geschlossenen Raum bist und die ganze Zeit deine Kolleginnen und Kollegen riechst, musst halt auch sehr gut damit umgehen können, glaube ich, damit du da nicht ausrastest. ja, ja, da ist so. Das ist natürlich alles weit weg vom Komfort. Man muss halt wirklich outside your comfort zone. Mhm. Also das darf man nicht stören, wenn man dann das macht. Ich meine, ich habe mir von mir persönlich auch immer gedacht, da tue ich mir vielleicht schwer. Aber dann schlaft man in einem Zelt und es steht in der Früh auf bei 0 Grad und geht raus, Zähne putzen. Also das war bei einer früheren Mission, wo wir in Marokko waren. Ja, und man lächelt in der Früh, was man vielleicht zu Hause nicht tut, wenn man sich denkt, jetzt muss ich wieder aufstehen, weil ich arbeiten muss. Ja, Ja, also da ist man schon sehr, sehr flexibel. Aber ja. ja, man muss diese Dinge auch berücksichtigen. Man braucht irrsinnig viel Geduld. Es ist Geduld. Es Mhm. ist oft sehr lange Wartezeiten, bis irgendwas passiert. Ja, was wollte ich jetzt noch dazu sagen? Ah ja, apropos Geruch, Raumstation, kann ich vielleicht noch kurz einwerfen. Mit diesen Analogmissionen, mit unseren Forschungsprojekten, haben wir auch eine Schiene an wissenschaftlichen Projekten aufgezogen. Das heißt, wir forschen auch gemeinsam mit der ESA an einem Projekt, wo es darum geht, Bakterien einzusetzen, um die Unterwäsche von Astronauten länger verwendbar zu machen, weil die können nicht täglich die Unterwäsche wechseln. Mhm. Und irgendwann einmal wird es eher grauslig, würde ich jetzt mal sagen. Und da haben wir ein Forschungsprojekt gemeinsam mit der ESA und anderen Partnern, das Bacterma-Projekt, das ist auch schon in den Medien gewesen, wo wir forschen. Also das ÖWF etabliert sich Richtung Forschungsinstitut. Es dauert natürlich, weil die Forschungsgelder muss man natürlich auch akquirieren und bei diesen Mhm. Anträgen mitmachen. Aber wir wollen in die Richtung einfach auch mehr machen. Nicht nur Analogforschung, aber alles, was in dem Bereich Raumfahrt zu tun Mhm. hat. Ja, Ja. aber recht interessant, also du hast es gerade angesprochen, ein bisschen. Äh, Kannst du uns vielleicht auch ein bisschen sagen, wie ihr euch finanziert, wo die Gelder herkommen? Weil, wenn ihr sagt, ihr seid eigentlich ein Verein, ihr nehmt nicht wirklich Gelder ein, wie macht ihr diese ganzen teuren Sachen? Also wir machen es über eben Forschungsanträge, also dass wir wirklich sagen, wir stellen einen Antrag, weil wir das Projekt machen wollen, eben, wie eben zum Beispiel eben dieses Bacterma ist ein Forschungsprojekt gemeinsam mit der ESA. Da wird an diesem Projekt geforscht und im Rahmen dessen kann man auch gewisse Dinge also im Zuge der Simulation machen. Aber es ist nur ganz wenig. Vielfach versuchen wir über Sponsoren zu arbeiten. Also bei der Amadee 20-Mission in Israel ist zum Beispiel Gebrüder Weiß federführend zuständig für den Transport der Container. Das heißt, Mhm. die übernehmen das. Das ist Mhm. natürlich In-Kind-Contribution. Oder es gibt den Fortis Uhrenhersteller, der hat ja diese super geniale Uhr gemacht, Amadee 20 Uhr. Der ist ja Official Timekeeper of the Mission, wo auch der Amadee-Badge eingearbeitet ist. Die haben Sachen eingearbeitet, dass man sagt, man hat da diesen 10 Minuten Zeitstempel wirklich auch, kann man am Uhrenrad verstellen. Und ja, jetzt habe ich Cool. leider keine da, sonst hätte ich natürlich eine hergezeigt. Ja. Das sind natürlich Sachen, die bei uns aufgleisen und wir beidseitig voneinander profitieren. Also Mhm. die, ja, einfach Marketingkooperationen, Forschungsgelder und so weiter. Mhm. Ja. Forschungsgelder aus Österreich, EU nehme ich mal an, bisschen aus den USA, Hauptsächlich ESA, EU. ESA, EU, okay. Aus Österreich ist ein sehr schwieriges Pflaster, wie ich am Anfang schon erwähnt habe. Mhm. Ja, und wir haben jetzt gesehen, also ihr habt ja wie viel 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganzer Welt, aus
zahlreichen 25 Ländern oder wie viele Länder? Ja, Sehr genau, viele. 25 Länder sind also 200 Personen. Also das ist Mischmasch. Das sind jetzt nicht nur Wissenschaftler, sondern Mhm, Leute wie ich, die jetzt immer, ich bin jetzt nicht diejenige, die Forschungsbetreibt, sondern mhm, eben kommuniziert nach mhm. außen, aber eben ganz viele Wissenschaftler aus verschiedensten Ländern. Ja. Genau, und jedes Experiment kommt ja von einer anderen Institution, also von Ja, verschiedenen Unis, von privaten, von staatlichen äh, Einrichtungen und die haben ja auch ihre eigene Finanzierung, die jeweils das eigene Experiment finanzieren. ja, Ich glaube, da müssen halt auch sehr viele Zahnräder ineinander greifen, weil nur ihr könnt jetzt wahrscheinlich nicht alles finanzieren. Da ja. ist dann zum Beispiel DMAS mit der Unterkunft, dann habt ihr die ganzen Experimente, also das ist schon recht cool. Ähm, Ganz kurz, 6 Crewmitglieder sind dann Also sind wir dabei. Also 6 Astronautinnen, also es ist eine Frau und 5 Männer Mhm. sind in der Feldcrew, plus halt die Leute, also dieser sogenannte On-Site-Support, der ist auch noch sozusagen am Mars, aber es sind keine Astronauten, ziehen auch keine Anzüge an, sondern die sind unterstützend vor Ort. So, man sollte sie eigentlich nicht sehen. Das ist so die Quintessenz draus, dass die Mhm. Analogastronauten sich möglichst isoliert sind und halt wirklich das Simulationsfeeling bekommen, wenn sie aus der Station rausgehen. Also gerade in der Isolation Phase dürfen sie es nur, wenn sie einen Anzug anhaben. Mhm. Mhm. Und sonst dürfen sie nicht raus. So wie es halt wirklich am Mars wäre. Ich kann nicht einfach, Holla, mache die Luftschleuse aus und wer hat den Marschen gesehen, da weiß man eh, Ja, was passiert, genau. wo es versehentlich Probleme gibt. Die Frage habe ich da auch vorm Stream gestellt, aber Roman fragt auch, gibt es auch einen Livestream aus dem Mars-Habitat aus Israel? Ja, ähm, wir haben eben die 10 Minuten Zeitverzögerung. Das heißt, also Livestream, wenn dann nur 10 Minuten Zeitverzögert. Also wir haben es, wir machen so, dass wir einfach nur Snapshots machen. Also es gibt also eine Telemetrie-Seite, wo man dann draufschauen kann und alle paar Sekunden wird ein Bild abgedatet Mhm. und da werden zum Beispiel die Sicht von den Helmkameras von den Raumanzügen dargestellt. Aber so einen klassischen Livestream haben wir jetzt nicht. Ja. Das heißt, Ist auch bandbreitentechnisch, also die Bandbreite ist jetzt, gerade wir sind ja in Remote-Gegenden, mhm. da hat man jetzt nicht die beste Internetleitung und deswegen Mhm. dem ist es geschuldet, dass jetzt kein HD-Livestream vorhanden ist, sondern Mhm. eben nur Ausschnitte sozusagen. Ja. Kann man auf diese Bilder dann öffentlich zugreifen oder ist es? Ja, kann man zugreifen, ja. Also es gibt unsere Mission .oewf.org Seite, wo im Moment der Countdown läuft und da wird es dann auch freigeschalten, auf die Telemetrie zuzugreifen. Aber die ist halt nur eingeschaltet, wenn halt der Anzug in Betrieb ist. Also, ja. Also richtig cool. Und äh, ihr habt mich ja eingeladen nach Innsbruck, Ja, dass wenn die genau. Mission losgeht, dass ich da mal im Mission Support Center vorbeikommen darf und vielleicht von dort live berichten, vielleicht je Ja, nachdem, wie es sich ergibt, ob ich vielleicht auch einfach nur dort drehe und dann eine Ausgabe dazu mache, aber das werden wir dann vor Ort sehen. Danke noch einmal für diese Möglichkeit. Ähm, gut, wir sind schon, wie lange sind wir schon im Stream? Sehr lange. 1,5 Stunden. Wir machen jetzt noch ein paar Fragen und dann würde ich ja, sehr langsam, gerne, ja. ja, ähm, so, Y Neptune fragt, wie viele Personen werden bei der Mission in einem Habitat untergebracht und wie lange werden diese isoliert? Ich glaube, da haben wir schon. Genau, also sechs Analog-Astronauten sind drinnen und die Isolation Phase, also die Isolierphase ist dann 3 Wochen ungefähr. Also 11. Oktober bis zum 31. Oktober. Okay, also Rauscherhub oder Rauscherhub, Mars 500 Mission, Mars 500 Experiment sagt dir wahrscheinlich was, Ja, wahrscheinlich mehr als mir. Äh, Könnt ihr auch noch auf auf das Mars 500 Experiment eingehen? Und wird es so eine Mars Flugsimulation nochmals geben? Fragt Rauschehub. ja und ja, also Mars 500 war ein Experiment, das in Russland, in Moskau durchgeführt wurde. Mhm. Da hat man 6 Menschen, es waren glaube ich alles Männer in dem Fall sogar, für 1,5 Jahre in ein Raumschiff, in ein simuliertes Raumschiff gesteckt, beziehungsweise sie waren dann nach einem Monat auf der Oberfläche am Mars simuliert und dann wieder zurückgeschickt. Das war eben ein psychologisches Experiment, wie so ein
wie der Zeitraum gestalten kann von Abflug zum Mars, dort landen, einen Monat dort bleiben und wieder retour fliegen. Also es war hauptsächlich ein Human Factors Experiment, wenn man jetzt psychologisch klingt, das ist nicht ganz so das Richtige, durchgeführt. Ja, ich kenne auch einen von den, die da teilgenommen haben persönlich, eben auch über die International Space University, da nennt man solche Leute, neben Astronauten natürlich auch solche Leute kennen. Ja, und sowas wird es wieder geben. Die NASA hat für nächstes Jahr so einen Call rausgegeben. Die lassen aber nur Amerikaner zu. Das ist in der USA sehr häufig. Und die wollen sogar in einem 3D-gedruckten Habitat sowas simulieren. Ja. Da haben wir vor kurzem, ich glaube vor 2 Wochen mal auf unseren Social-Media-Kanälen was gepostet dazu. Cool. Ich habe zu dieser Mars 500 Mission habe ich letztens auch ein bisschen so einen kleinen Beitrag gesehen und die haben ja den Flug simuliert mehrere Monate lang und es durften am Ende nicht alle aus dem Habitat, aus dem Raumschiff unter Anführungszeichen raus, so wie ich das mitbekommen habe. Und diejenigen, die raus durften, für die war es eine Befreiung, da ja mal aus diesem aus dieser kleinen überdimensionierten Cola-Dose quasi rauszukommen einmal. Äh, oder ich verwechsel das mit was anderem. Aber Ja, ich glaube. okay, also Die haben schon alle gleichzeitig raus dürfen. Achso, okay, dann habe ich das mit was anderem verwechselt. Nein, ich glaub, vor Mars 500 war das auch so ein russisches Ding, wo die keine ausgebildeten Astronauten genommen haben, sondern einfach irgendwelche zufällig ausgesuchten Leute, die sich halt bereit erklärt haben. Aber das hatte keinen so großen Klingt eher so nach Raumfahrt Big Brother, da gibt es auch immer wieder Bestrebungen, sowas zu Genau, machen. ja. Ja, das ist auch wie Mars One, es ist halt, ja, es ist in unseren Augen nicht, oder wir sagen in meinen Augen, ist mit Vorsicht zu genießen. Da werden Leute hochgeschreckt und dann werden Leute selektiert, die vielleicht jetzt nicht gerade geeignet sind für solche Missionen, wie man es halt von Big Brother kennt. Da würfelt man auch Leute zusammen, die eher Konfliktpotenzial haben, damit es interessant ist. Und ich finde es jetzt gerade nicht die idealste Methode, um der erste Fuß am Mars über so ein Format zu bespielen. Der ist dann irgendwie, ja, also das ist halt nicht, steht nicht die Wissenschaft im Fokus. Ja. Ja. So. Eine Frage, die vielleicht auch noch zeitlich so gerade in dieses Jahr passt. Müsst ihr vor der Mission so wie Astronauten in die Quarantäne, um keine Krankheiten einzuschleppen? Fragt Martin. Also, normalerweise nicht, weil wir ja auf der Erde bleiben. Für Israel müssen wir jetzt nur schauen, wie die Covid-Situation ist. Also das ist jetzt mit der Pandemie ein bisschen schwieriger geworden. Aber vielleicht ein Satz zur Pandemie. Die Pandemie ist eigentlich auch ein gutes Training für zukünftige Mars-Astronauten, weil man ist isoliert, man hat nicht einfach rausgehen können. Da gibt es auch einen interessanten Podcast auf unserer Webseite, die Couch-Astronauten, das hat unsere Human Factors Teamlead gemacht, was man eigentlich von seiner Pandemie auch für die Raumfahrt lernen kann, beziehungsweise auch umgekehrt, weil es natürlich weltraumpsychologisch sehr viele Studien gibt, wie sich Isolation auf Menschen auswirkt. Und das hat man jetzt bei der Pandemie natürlich auch gesehen. Also im Endeffekt kann man sagen, die Pandemie hat uns geholfen, bessere Astronauten zu werden. Ja. Jeder Einzelne für sich zu Hause ein bisschen Astronaut geworden. So, hier habe ich noch 2 Fragen, die würde ich noch gerne machen und dann werden wir heute den Stream zu einem Ende bringen. Flacher Mars fragt doch, wie ihr dort anreist jetzt. Also Banal mit dem Flugzeug. Flugzeug und dann mit dem Auto einfach dazu. Mit dem Auto, genau, ja. Okay. Also im Prinzip die Negev Desert, das ist ganz im Süden von Israel. Das ist auch ein Naturschutzgebiet. Also das ist, schaut wirklich sehr toll aus dort unten. Also in so einem Krater, das ist so ein Kraterrim und da ist das Habitat dann unten drinnen. Was nicht, soll ich noch ein Video kurz herzeigen? Oder? Ja, gern. Ja. Gerne. Schauen wir mal, Wie sowas ausschauen könnte. Nicht so. Ich muss gerade schauen, dass ich auf den richtigen Bildschirm rüberbringen. So. Tak. Ja. Du müsstest bitte noch die
Bildschirmfreigabe aktivieren. Wie kann ich das machen? Share Screen. One participant can share at a time. Okay, machen wir so. Geht noch? Geht oder nicht? Na, der Host hat die Freigabe des Teilnehmerbildschirms deaktiviert. Aha. Weißt du, wo ich das umstellen kann? Ich bin kein Zoom-Experte. Wahrscheinlich bei Teilnehmer, dass man da Äh, draufklicken kann. Nee, da kann man Share Screen, Advanced. Na, falsch. Jetzt sharest du. Ja, jetzt share ich, das wollte ich nicht. Stop Share. So, wie gesagt, ich bin kein. Warum geht das nicht? Fullscreen. Warte, gleichzeitige Freigabe mehrerer Bildschirme. Eieiei. Jetzt geht's. Geht's? Kannst du sharen? Ja, dann. Mhm. Okay. Na, das ist jetzt etwas, was die. Also, siehst du das Video? Ja. Genau, was die Kollegen von Timas mit einer Drohne gemacht haben, das sind sind jetzt nicht unsere Anzüge, sondern das sind die Anzüge, die sie verwenden. Das ist also kein Raumanzug-Simulator im Vergleich, aber man sieht jetzt hier einfach auch diese Kraterwände hier. Das ist also geologisch gewaltig und rein auch von den Rottönen her, es ist einfach auch sehr marsähnlich, wenn man sich ein bisschen den Himmel und die Wolken dann wegdenkt und es ist praktisch keine Vegetation und so weiter. Und das war im Oman auch so. Also man ist in diesen weiten Wüsten, es gibt nur Sand und kein Grünzeug, kein Gewächs. Also das ist schon sehr gewaltig. Und da kann man wirklich gut, also man kann auch mental sehr gut abtauchen und simulieren. Also man bekommt das Mars-Feeling sozusagen. Dazu muss ich nicht die Erde verlassen. Cool. Danke für diese Eindrücke. Und jetzt noch eine letzte Frage von Roman. Gibt es Bestrebungen des ÖWF und der anderen nationalen offiziellen Raumfahrtagenturen, sich zusammenzuschließen? Na, wir sind ja, im Prinzip ist ja die ESA unsere Raumfahrtagentur und die macht da wirklich einen sehr guten Job, muss ich sagen. Und Österreich ist ja Teil der ESA, also die European Space Agency, die übrigens im Moment einen Österreicher sogar als Direktor hat, wenn man das so übersetzen darf. Und in der Community ist man vernetzt. Also da gibt es, also wie gesagt, die ist klein, fein, so klein ist sie auch nicht mehr, aber man kennt sich in einem Business und man tauscht sich da auch aus. Also braucht es jetzt nicht so einen Zusammenschluss, weil man in dem Forschungsbereich redet man mit allen. Also da gibt es, würde man nie jemanden ausschließen oder so. Ja, sehr cool. Und eine letzte Frage noch von mir. Ich bringe immer dieses Beispiel, weil ich für die ESA-Pressekonferenz mal recherchiert habe, habe ich gesehen, als deutscher Steuerzahler würde ich 11 Euro an die ESA zahlen im Jahr. Und als österreichischer Steuerzahler, also du und ich, zahlen jeweils ein bisschen mehr als 5 Euro an die ESA. Ja. Was kann ich tun als normaler Mensch, um vielleicht die Politik dazu zu bringen, zumindest mit Deutschland gleichzuziehen, weil Österreich ist ja wirtschaftlich und gesellschaftlich um nichts Deutschland hinterher. Warum zahlen wir halb so viel wie die Deutschen? Das ist kein Das ist eine Vorwurf, gute sondern Frage. einfach nur, was können wir machen? Ja, im Prinzip, ich meine, du machst es eh schon super mit dem YouTube-Kanal, einfach auch das Thema Raumfahrt und auch astronautische Raumfahrt stärker zu propagieren. Man kann es bei seinen Freunden anbringen, man kann es auch versuchen, in der Politik präsenter zu machen, indem man Raumfahrt-Events macht oder auch eben
bei uns ist das Lobbying nicht so stark, aber in den USA, die Mars Society macht das ganz, ganz stark mit ihren Campaigns, was die da machen, dass man hier einfach auch nochmal sagt, hey, Raumfahrt ist wichtig und wir wären da bereit, auch mehr von unserem Steuergeld zu investieren, weil im Endeffekt ist es ja, wir sagen immer, es ist ein Big Mac und ein Cola, was uns das Raumfahrtprogramm kostet. Das ist jetzt nicht wirklich viel, ja. Ja, verglichen mit militärischen Ausgaben zum Beispiel, die meiner Meinung nach nicht unbedingt immer notwendig sind, könnte man mit einem Bruchteil des militärischen Budgets könnte man schon sehr viel erreichen in der Raumfahrt. Deswegen, ja. Und Patrick schreibt das rein, ich höre die Frage zum 5. Mal jetzt von Sirwan und ich versuche das auch immer wieder zu verdeutlichen, hey, das ist wichtig und dieses Geld, das man in diese Forschung in Raumfahrt steckt, das verpufft ja nicht. Das kommt dir über diverse Wege zurück ins Land und bringt Know-how und steigert das Ansehen und vernetzt dich. Also das ist ja kein rausgehautes Geld, das ist jetzt nicht so, keine Ahnung, du schmeißt ja nicht mit Geld durch die Gegend, wie es zum Beispiel beim Militär ist. Da verballerst du tatsächlich einfach mit jedem Schuss einfach mehrere Euro weg und hast nicht wirklich langfristig was davon. Aber von der Forschung, von der Raumfahrt, Ja, hey, es ist halt wichtig, darüber zu reden und auch Raumfahrt-Events zu besuchen und halt einfach auch präsent zu sein. Also dass einfach bei den Österreichern und Österreicherinnen auch ankommt, dass das wichtig ist. Und ja, Politik ist halt schwierig. Also es ist halt eine politische Entscheidung, wie viel wir in die ESA reinzahlen und in welche Programme. mhm, Aber wenn Leute wie wir sagen, auch astronautische Raumfahrt ist sehr, sehr wichtig und da gibt es auch Potenzial. Also allein New Space, da könnte man eine eigene Sendung auch nur über das Thema machen und uns darüber unterhalten. Also da gibt es auch irrsinnig viel Potenzial, auch in einem Land wie in Österreich. mhm, Und das wird halt ein bisschen von unserer Politik negiert und das ist halt sehr, sehr, sehr schade. Und mhm. wir arbeiten schon sehr lange dran, da irgendwas in Bewegung zu bringen, aber es ist halt sehr schwierig. Vielleicht wird es einen Einfluss haben, dass Josef Aschbacher jetzt an der Spitze der ESA sitzt. Vielleicht denken sich die Politiker jetzt in nächster Zeit einmal. Aber ich hab mich auch beim Bundesministerium bei der Frau Ministerin Gewessler gemeldet, um ein Interview gebeten. Und sollte ich ein Interview bekommen, werde ich das auf jeden Fall ansprechen und darum bitten, dass wir da ein bisschen uns mehr engagieren oder zumindest mit unseren deutschen Nachbarn gleichziehen, weil es sehr wichtig ist. So, Olivia, vielen lieben herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so kurz vor dieser heißen Phase der Mission so viel Zeit für uns irgendwie bereitgestellt hast und dich bereit erklärt hast, hier unsere Fragen zu beantworten. Vielen lieben Dank auch an das Publikum. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für die zahlreichen interessanten Fragen. Und noch einmal herzlichen Dank an dich. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt wegen Innsbruck. Da werde ich euch Unbedingt, mal ja. besuchen. Hast du noch irgendwelche letzten Anmerkungen, die du loswerden möchtest? Ich will mich auch bedanken. Ich finde es extrem cool, dass es einen Raumfahrt-YouTube-Kanal in Österreich gibt. Also mir war das auch nicht bewusst. Und es ist total super und auch das Publikum mit den tollen Fragen. Und bitte bleibt begeistert. Ähm, Tragt einfach die Geschichte raus und zeigt, wie begeistert ihr über das Thema seid. Und Mhm. wer mehr machen möchte, schaut auf die Webseite. Mitglied werden steht allen offen. Ja, gut, meine Lieben. Noch einmal vielen herzlichen Dank, Olivia. Danke an das Publikum, danke an die Moderatoren, Patrick, Roman und Martin und allen Kanalmitgliedern und allen anderen Zuschauerinnen und Zuschauern. Danke euch ganz, ganz herzlich für diesen tollen, spannenden Abend. Mein Name ist Sivan und bis bald auf dem Mars. So, wir sind offline. Sehr gut.